Herzlich willkommen zum Showroom Modelljahre 22. Heute präsentieren wir euch einige Highlights aus der neuen Kollektion. Bei der Blackline-Kollektion haben wir dieses Jahr viele Neuheiten. 3 Highlights möchte ich euch davon präsentieren. Zunächst einmal die Softshell-Hose 365. Der Shorts über Tights-Look sieht super stylisch aus und wärmt durch die wind- und wasserabweisenden Materialien, ohne die Bewegungsfreiheit dabei einzuschränken. Am Bund ist eine Weiterregulierung angebracht, so sitzt die Hose immer perfekt, egal was man darunter trägt. An den Seiten befinden sich lange Reißverschlüsse, die zur Belüftung verwendet werden können, und man sieht auch sehr gut die schmal zusammenlaufenden Hosenbeine, die verhindern sollen, dass man in der Kette hängen bleibt. Das für Herbst und Winter ideal geeignete Outfit wird durch die ATX Softshell-Jacke vervollständigt. Einmal in einem knalligen Neongelb für erhöhte Sichtbarkeit oder in Schwarz. Die Jacke ist ausgestattet mit 2 seitlichen Eingriffstaschen und einer Zippertasche am Ärmel. So hat man auch während der Fahrt die wichtigsten Wertsachen griffbereit. Die Softshell-Styles für Damen, einmal eine lange Hose und eine Jacke. Die Blackline-Winterkombination der Damen besteht aus einer sorgfältig ausgewählten Materialzusammensetzung, die Wind, Regen und Schnee abhält. Bei der Hose sorgt der taillenhohe Bund für einen perfekten Sitz. An den Waden wurde großflächig reflektierendes Material eingesetzt. Die Jacke verfügt über eine Brusttasche für schnellen Zugriff zu wichtigen Wertsachen und zusätzlich eine 3-teilige Rückentasche mit großzügigen reflektierenden Details. Das verlängerte Rückenteil ist zum Ein- und Ausklappen und schützt vor Nässe. Die Baselayer-Kollektion wurde dieses Jahr komplett überarbeitet, sowohl die Sommer- als auch die Winterstyles für Herren und Damen. Die aus 46% recyceltem Material bestehenden Styles halten warm und trocken und schützen vor Kälte und Überhitzung. Erstellt nach dem Bodymapping-Prinzip verfügen die Baselayer über schützende und ventilierende Zonen. Die Schulterpartien sind etwas dicker. Der Achselbereich ist dafür offener für mehr Ventilation. In der ATX-Serie haben wir dieses Jahr als Highlight den Utility Poncho. Diesen wird es in 2 Farboptionen geben, einmal in Blau und einmal in Silber. Die silberne Farboption ist vollflächig reflektierend. Der Utility Poncho ist ein absolut vielseitiges Produkt und gerade bei Fahrradpendlern sehr beliebt. Es lässt sich einfach über Jacke und Rucksack werfen und bietet die Möglichkeit, Ärmel zu imitieren, indem man die angebrachten Druckknöpfe zusammenbringt. Die seitlichen Zippertaschen bieten ausreichend Platz für wichtige Wertsachen. Die Kapuze ist so konzipiert, dass diese für das Tragen über dem Helm geeignet ist. Im Inneren findet man ein Band, mit dem man den Poncho an der Taille fixieren kann. Die Handschlaufen an den Innenseiten schützen die Hände vor Nässe. Im Modelljahr 22 haben wir auch bei den Helmen wieder neue Farbvarianten. Unter anderem bei unserem Heron, der Spitzenklasse Rennradhelm, und auch nochmal kurz auf den Helm an sich einzugehen. Das ist auf jeden Fall unser schnellster Rennradhelm, der im Windkanal mitgetestet wurde und somit vom Luftwiderstand her noch weiter reduziert wurde. Des Weiteren haben wir hier das Silk 180 Plus Fit-System, was es ermöglicht, quasi in der Höhe und in der Weite und dann eben auch nochmal feinjustierend über die Ratsche im hinteren Bereich das perfekt auf deine Kopfform anzupassen. Mit einem Gewicht von 265 Gramm und zusätzlich noch integriertem MIPS-System bietet er auf jeden Fall einen super guten Schutz, falls mal ein Sturz vorkommen sollte. Nochmal kurz auf MIPS einzugehen, das ist ein System, was wir verwenden, was nochmal einen zusätzlichen Schutz bieten soll. Bedeutet, dass wenn ein Sturz vorkommen sollte, dass sich das System im Helm wie eine zweite Schale noch mitbewegt und somit diese Torsionskräfte weiter reduziert werden, um somit stärkere oder schwere Verletzungen zu vermeiden. Auch beim Strover haben wir natürlich weitere Farboptionen. Und ganz gern würde ich euch auch nochmal zeigen, wie das mit dem X-Adapter funktioniert. Also ganz einfach oben drauf drücken, umdrehen, genauso wie hinten, umdrehen und dann
Ganz easy, in dem Fall die HPA 1300, oben montiert und hinten montiert und schon haben wir einen perfekt ausgestatteten Helm. Bei den Kids-Helmen haben wir natürlich auch wieder neue Farbvarianten. Neben den matten Varianten in Schwarz und Orange haben wir eben auch Glossy Red, Glossy Grey und Glossy Blue and Red. Nochmal kurz auf den Helm einzugehen. Der Li-Noc als Kinderhelm mit integriertem Visier, Insektenschutznetzen und direkt ausgeliefert mit einem Rücklicht für zusätzlich Schutz, haben wir eben bei diesem Helm auch nochmal auf die Sicherheit geachtet und zusätzlich auch nochmal ein MIPS-System verbaut. Also wie schon vorher erklärt bei den anderen Helmen, auch hier nochmal eine zweite Schale, um einfach noch mehr Schutz zu bieten, falls tatsächlich der Kleine oder die Kleine auch mal stürzen sollte. Des Weiteren haben wir hier auch unsere eigens entwickelte Ratsche, um eben auch Quetschungen am Halsbereich zu vermeiden. Das alles macht den Li-Noc zu einem unserer Spitzenhelme im Kids-Bereich. Wir haben für dieses Jahr, Modelljahr 22, ein komplett neues Schuhportfolio aufgebaut. Das beinhaltet 8 Paar neue Schuhe, die in jedem Einsatzbereich 2 Modelle beinhalten. Im Gravity-Bereich ist es der Strix und der Mace, im MTB-Bereich der Peak, Peak Pro, Road ist es der Siderex und Siderex Pro und im All-Terrain-Bereich ist es der Ox und Ox Pro. Im Gravity-Bereich haben wir 2 neue Modelle. Das ist einmal der Gravity Mace, das ist unser Flat-Pedal-Schuh mit einer neuen Gummimischung. Dementsprechend haben wir auch hier einen super Grip auf den Flat Pedals, egal zu welchen Konditionen. Ob es jetzt nass wird oder eben auch ziemlich trocken. Wenn man mal in Finale Ligure zum Beispiel unterwegs ist, hat man mit dem Schuh auf jeden Fall richtig guten Grip auf den Pins. Der Strix wiederum ist unser Enduro-Schuh bzw. auch Downhill. Hier haben wir eine Versteifung in der Sohle, die von vorne bis ungefähr 3/4 nach hinten geht, sodass man im Zehenbereich noch ein bisschen Flex hat, genauso wie im Fersenbereich, um eben auch noch die ein oder andere Passage laufen zu können. Bei diesem Schuh haben wir auch wieder unser Verschlusssystem, was wir auch haben schützen lassen, mit integriert. Das bedeutet, man schnürt den Schuh perfekt auf sich zugeschnitten, dementsprechend auch die Schnürung, wie schon gesagt, dass man es perfekt auf seine Fußform anpassen kann. Und dann können wir gleichzeitig die Schlaufen verdecken und nochmal zusätzlich Druck auf den Oberfuß geben über den Klettverschluss. Zusätzlich zu dem Verschlusssystem haben wir auch darauf geachtet, dass der Schuh, weil er ja eben auch sehr stark beansprucht wird, auch eine gewisse Atmungsaktivität hat. Dementsprechend haben wir auch ein gestricktes Obermaterial, das dann aber wieder vom Inneren von Schuh her gestützt wird, sodass auch bei Schlägen von vorne oder auch im Fersenbereich, dass hier keine Verletzungen so schnell entstehen können. Im MTB-Bereich haben wir den Peak und Peak Pro. Hier haben wir den Peak, das ist unsere Einstiegsvariante mit einem perforierten Obermaterial, um eben auch nochmal eine sehr gute Luftzirkulation im Schuh auch zu haben. Wir haben ein asymmetrisches geschnittenes Eye-Stay bzw. eine Öffnung, sodass sich der Druck einfach gleichmäßiger auf den Fuß verteilen kann und eine durchgehende Nylonsohle, um hier wirklich genügend Steifigkeit aufs Pedal zu bringen. Der Steifigkeitsindex bei diesem Schuh liegt bei 7, unser Index geht bis 10, das wäre dann das Carbon-Modell. Das hier ist unser Peak Pro, das stärkere bzw. auch performanceorientiertere Modell aus dieser Serie von MTB. Hier auch wieder mit dem asymmetrischen Verschlusssystem, Druckverteilung und mit der Disc für eine schnelle und auch sehr präzise Anpassung der Passform, um auch schnell beim Fahren oder unter der Fahrt mal ein bisschen lösen zu können, Druck rausnehmen und dann, wenn die Passage kommt, wieder Druck drauf geben und Vollgas. Auch hier komplette Nylon-Zwischensohle, Rubber Outsole für einen guten Grip und mit einem Steifigkeitsindex von 8 einfach auch nochmal ein Stück höher in die Performance-Richtung. Im All-Terrain-Bereich haben wir den Ox und Ox Pro. Das hier ist unser Ox. Das ist quasi ein super Einstiegsschuh,
auch dafür gemacht, auch länger mal zu laufen. Hier ist die Verstärkung in diesem Bereich, wo dann auch das Glied angeschraubt wird. Aber man hat auch die Chance, hier Flat Pedal zu fahren, da wir ein Gliedcover haben, das das Ganze nochmal schützt. Von der Profilierung haben wir die so gewählt, dass sie selbstreinigend ist. Also auch wenn es mal matschiger wird, kein Problem. Einfach ein bisschen weiterlaufen, die reinigt sich von selbst. Dann sind wir beim Aux Pro. Bei dem Modell haben wir auch ein gestricktes Obermaterial, ein Air Mesh, also ein 3D Air Mesh, um auch hier nochmal mehr Belüftung auch während der Fahrt zu bekommen und auch mit der Disc für eine schnelle und individuelle Anpassung, auch mit der gleichen Außensohle, gleiche Verstärkung und dadurch einfach ein super Begleiter auf Touren jeglicher Art. Kommen wir jetzt zur vierten Kategorie, unsere Road-Kategorie. Hier haben wir den Siderix und Siderix Pro. Auch hier, wie bei der MTB-Variante, haben wir ein asymmetrisches Verschlusssystem. Dementsprechend auch hier wieder optimale Druckverteilung, Klettverschlüsse auch super schnell während der Fahrt eingestellt und mit einer Glasfaser-Außensohle, um hier auch wirklich Druck aufs Pedal zu bringen. Beim Siderix Pro wiederum haben wir auch hier nochmal die Disc eingesetzt, einfach schnell eingestellt, super schnell, auch für anfängliche Triathleten, für die Wechselzone, geht super schnell vom Verschluss, optimal eingestellt und hier auch mit einem reflektierenden Print im hinteren Bereich, um auch mal bei dunkleren Situationen auf jeden Fall sicher auf der Straße unterwegs zu sein. Unser Asset-Taschenportfolio teilt sich in 4 Kategorien auf, in Pro, Pure, City und 10 PT. Die Unterscheidung liegt letztendlich in der Spezifizierung. Wir fangen mit der 10 PT-Linie an. Die Asset Competition Line präsentiert sich mit zurückhaltendem Design und ist mit den wichtigsten Funktionen und einer vernähten Konstruktion ausgerüstet. Die City-Linie ist die vernähte Asset-Taschenserie und besticht durch ihre Vielseitigkeit. Funktion und Design orientieren sich an einer Kombination aus tourenspezifischen Eigenschaften und dem urbanen Einsatzgebiet. Features wie integriertes Regenverdeck und reflektierende Elemente sorgen für Sicherheit auf der Straße und im Gelände. Die Pure-Linie ist die verschweißte Asset-Taschenserie mit puristischem, minimalistischem Design und einer auf das Wesentliche reduzierten Konstruktion. Die Pro-Linie ist die verschweißte Asset-Taschenserie im High-Performance-Bereich. Das zeitlose Design ergänzt die durchdachte Konstruktion. Features wie die Aluminium-Schließelemente und der Einsatz eines Molle-Systems sorgen für Flexibilität und Langlebigkeit. Egal ob für Lenker, Rahmen oder Gepäckträger, für jeden Anbindungspunkt gibt es die passende Lösung. Unser Beleuchtungsportfolio im Jahr 2022 hat sich wieder um weitere Produkte vergrößert. Unter anderem die Pro 80, die mit 80 Lux auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ausleuchtung bei Dunkelheit bietet und unter anderem natürlich auch STVZO zugelassen ist. Hier ist es folgendermaßen, dass wenn ich die Lampe anschalte, bin ich auf voller Leuchtkraft, die bei einer Leuchtdauer von ca. 4 Stunden liegt. Diese kann ich reduzieren, dann liegt sie bei 6 Stunden, weiter reduziert bei 8 Stunden und auf der kleinsten Stufe haben wir eine Leuchtdauer von ca. 16 Stunden. Das Ganze wird auch angezeigt über einen Indikator auf der Oberseite des Lichts und das Gute an der Pro 80 ist, dass sie auch mittig vor dem Lenker sitzt. Also durch das asymmetrische Design sitzt die Lampe direkt vor dem Vorbau und man ist es quasi wie beim Motorradfahrer, dass sie einfach perfekt mittig die Straße ausleuchtet. Des Weiteren ist es auch ein Vorteil, man montiert die Lampe einmal und dann ist es auch möglich, sie einfach vom Fahrrad wegzunehmen, mitzunehmen, ohne dass sie irgendwie geklaut werden kann. 2022 haben wir ein komplett neues Griffportfolio aufgebaut. Bei diesem Portfolio haben wir in jeder Kategorie auch einen Griff dafür erstellt. Wir starten mit den Travel Comfort Modellen. Die haben wir einmal in der regulären Variante und auch mal in der Grip Shift Variante, also in der kurzen. Und bei dem Griff haben wir auf jeden Fall darauf geachtet, dass man lange
die Hand am Griff auch lassen kann. Also wir haben einen großen Flügel, wo sich die Hand auf jeden Fall sehr gut entspannen kann und eben für längere Fahrten das super dafür geeignet ist. Zusätzlich haben wir bei diesem Griff auch einen GI-Link integriert. Das bedeutet, wir haben seitlich am Griff die Möglichkeit, ein Barend, ein Spiegel oder auch ein Werkzeug unterzubringen. Des Weiteren haben wir das Travel-Modell, welches wieder einen kleineren Flügel hat, also auch ein bisschen in die sportivere Richtung geht und auch hier wieder mit dem GI-Link ausgestattet ist. Dann haben wir die Hybrid Tour und Hybrid Perform Modelle. Die zwei Modelle umschließen quasi jeden Einsatzbereich, also von der längeren Sitzpassage bis hin zu einem bisschen schwierigeren Single Trail zum Beispiel oder auch Flow Trail, weil hier haben wir auch eine ganz neue Griffform, die so eigentlich noch nicht am Markt ist. Wir haben einen Medi- bzw. Mini-Flügel mit integriert, der eben auch nochmal zusätzliche Entlastung bietet. Dann haben wir im MTB-Bereich den React, ein Kunststoffgriff, der von uns neu konzipiert wurde. Hier haben wir eine Diamantstruktur auf der Oberfläche, um den richtigen Grip zu bieten und eben auch am Daumen eine Relief Zone sozusagen, die hier keinen Bereich gibt, dass der Daumen sich aufschürfen kann bzw. Blasen entstehen. Und auf der Unterseite haben wir nochmal zusätzliche Rillen, um nochmal mehr Grip zu bieten auf dem Fahrrad. Dann haben wir den React Pro. Das ist quasi die Variante, die nochmal mit einer zusätzlichen Kunststoffklemme ausgestattet ist. Somit auch hier nochmal sicher am Lenker zu befestigen und mit einer raueren Struktur, auch wieder Diamantstruktur, die einfach auch nochmal zusätzlich mehr Grip bietet. Abschließend haben wir noch unseren Disrupt. Das ist auf jeden Fall mit das sportivste Modell. Hier haben wir verschiedene Dämpfungszonen. Im vorderen Bereich haben wir ein Mushroom Cushioning, so nennen wir das. Das sind lamellenförmige Dämpfungszonen, die eben beim Aufschlag und auch beim Fahren an sich nochmal mehr schockabsorbierende Eigenschaften bieten. Nicht nur das, wir haben auch hier nochmal zusätzlich eine Diamantstruktur zwischen den Dämpfungszonen, die so ausgerichtet ist, dass die Hand tendenziell nur sehr schwer vom Griff abrutschen könnte. Und am Ende eben auch nochmal abschließend mit einem Stopper, sodass das hier auf jeden Fall eine sehr sichere Nummer wird. Auch dieser Griff ausgestattet mit dem GI-Link für zusätzliche und zukünftige Zusatzprodukte. Für das Modelljahr 2022 haben wir unter der Marke Acid jetzt auch eine Pflegelinie, die Careline, etabliert. Und zwar besteht die aus 8 neuen Produkten. Das ist einmal ein E-Bike-Kettenspray, das vor allem für stark belastete Ketten, wie es beim E-Bike der Fall ist, ausgelegt ist. Dann für die regulären Bikes ein Kettenspray, das eben die Lebensdauer wesentlich erhöht, wenn man das regelmäßig benutzt. Wir haben noch den Bike-Antriebsreiniger, der dafür gedacht ist, um Ritzel und Kassette eben von Schmutz zu befreien und auch eine Langlebigkeit zu gewährleisten. Wir haben ein zusätzliches Reinigungspflegetuch noch mit im Angebot, was auch mehrfach verwendet werden kann, und es hat auf jeden Fall auch eine Größe, dass man es auch in mehreren Teilen verwenden könnte. Wir haben noch das Silikon-Kettenpflegeöl Ultra, das eben auch nochmal eine Kette oder die Lebensdauer einer Kette verlängern soll. Wir haben den regulären Bike-Reiniger, der wirklich auch harte Verschmutzungen, sei es jetzt Teer oder Insekten, wenn man schnell genug ist, eben auch entfernt. Und den haben wir nämlich auch in einer 5-Liter-Variante, um nicht immer nochmal eine neue Flasche kaufen zu müssen. Wenn das alles gereinigt ist, haben wir natürlich auch noch eine passende Rahmenpolitur, damit auch das Bike dann noch schön geschützt ist, die Oberfläche vor leichten Kratzern eben auch nochmal oder beziehungsweise leichte Kratzer auch nochmal rauspoliert werden könnte. Und dann eben, um alles nochmal abzuschließen, noch ein Mehrzweckfett, um wirklich auch stark belastete Teile damit nochmal vor Verschleiß zu schützen. Unser Pedalportfolio hat sich auch wieder ein Stück erweitert, und zwar mit dem überarbeiteten Version von dem Flat A1 CB. Das ist ein aluminiumgefrästes
Pedal, Flat-Pedal, das mit neuen austauschbaren und auch einstellbaren Pins daherkommt. Bei dem Pedal ist der große Vorteil, dass der gefräste Aluminiumkörper zusätzlich mit der Chrommolybdenachse zweifach industriegelagert ist und somit einfach wirklich auf Langlebigkeit auch getrimmt ist. Dadurch, dass die Kanten angefasst sind, hat man eben auch in steilen Kurven, auch in Anliegern, einfach auch ein bisschen mehr Bodenfreiheit, um nicht so schnell anzugehen. Zusätzlich haben wir auch in diesem Jahr noch die Oil-Slick-Variante mit dazu aufgenommen und eben auch die anderen Farbvarianten, die für jedes Bike passend dazu gestaltet bzw. ausgewählt werden können. Unser Schlossportfolio bei Acid hat sich wieder mal etwas erweitert. Neben den Kabelschlössern mit Kombination und Schlüssel sowie die Kettenschlössern eben auch mit Kombination und Schlüssel haben wir jetzt auch noch weitere Faltschlösser mit im Angebot, unter anderem das Ridgid 80, 100 und 120. Die Namen stehen einfach für die Zentimeterangabe der Schließlänge. Super einfach zu benutzen, Schlüssel umgedreht, Bolzen schnappt raus, ich schließe mein Fahrrad an oder auch alles andere, was ich schützen möchte, setze das wieder rein, Bolzen zu und das Teil ist sicher. Alle unsere Schlösser, also bei den Faltschlössern, werden mit einer Halterung fürs Fahrrad ausgeliefert. Das bedeutet, ich kann es entweder am Flaschenhalter an den vorgesehenen Gewindehülsen einschrauben oder eben auch mit Klettverschlussstraps am Oberrohr oder auch Unterrohr befestigen.